Hallo allerseits und willkommen zu dieser Bausatzbesprechung. Dieses Mal schauen wir uns von Tamiya das französische Schlepperfahrzeug Renault UE Genilette, glaube ich, spricht man es aus, im Maßstab 1:35 an. Der Bausatz ist relativ neu, ich glaube so vor 2-3 Jahren erschienen, allerdings nicht sonderlich bekannt oder verbreitet. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich den mal vorstellen möchte. Einfach um mal Bausätze zu zeigen, die nicht so gewöhnlich sind. Ihr seht, Schachtel ist relativ klein, aber ist auch kein Wunder, weil wenn man sich mal den Größenvergleich anschaut, das ist doch eine ziemliche Konservenbüchse. Okay, schauen wir mal rein. Ja, die Gießäste sind in Folie eingepackt. Das ist ja recht gut, um eben auf dem Transport irgendwelche Beschädigungen zu vermeiden. Ja, kennt man ja so von Tamiya. Dann fangen wir mal mit dem Bauplan an. Hier nochmal ein Foto vom fertigen Modell. Sieht man auch recht interessant, dass die Fahrer dann ja nicht wirklich reinpassen und eben bei Bedarf gibt es ja diese gepanzerte Kuppel mit so einem Visier, das dann runtergeklappt wird. Das ist doch eine sehr interessante Konstruktion, die man so noch nicht gesehen hat. Dann gibt es ein bisschen Hintergrundgeschichte zum echten Fahrzeug in mehreren Sprachen. Das ist immer sehr interessant. Und dann hat man hier so einen Bauplan, der sich hier so ausfalten lässt. Das mag ich immer nicht so, weil dann der ganze Tisch voll ist. Aber es hilft ja nichts. Dann hat es hier ein paar Sicherheitshinweise. Farbtabelle bezieht sich nur auf Tamiya-Farben. Ja, ein paar Werkzeuge, ich glaube, das können wir uns schenken. Und dann geht's los. Hier muss immer beachtet werden, was für Versionen man da am Schluss hat. Da muss man eben dementsprechend Löcher bohren oder nicht. Das muss man sich vorher schon überlegen. Die Aufteilung ist schon mal recht ungewöhnlich. Das ist ja bei Tamiya öfter so, aber hier fügt sich dann irgendwie doch alles zusammen. Mag auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig erscheinen, aber wer Tamiya kennt, weiß, dass das sich so problemlos bauen lässt. Und natürlich wie immer fabelhafte Bauanleitung, die keine Fragen offen lässt. Und ich finde immer hier diese kleinen Hinweise immer sehr hilfreich, die einem ein bisschen vorwarnen oder auch Tipps geben. Ja, die Ketten kommen als Segmentketten. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil die einzelnen Kettenglieder werden da doch ziemlich fragil, schätze ich mal. Das ist eigentlich gar nicht schlecht gelöst. Und schön ist auch, das sieht man hier schon, dass der Durchhang schon berücksichtigt ist. Ja. Fahrerfiguren sind auch dabei. Da sieht man das nochmal, diese gepanzerte Kuppel, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, ich denke mal auch für Anfänger ist es leicht verständlich. Ja, ein bisschen Gerödel ist auch dabei für den Anhänger. Da folgt der Zusammenbau jetzt. Ja. Und Figuren hat es auch noch ein paar. Da kann man jetzt halten von was man will. Grundsätzlich eine schöne Dreingabe. Ich finde aber die Tamiya-Figuren nicht so prickelnd. Aber viele andere mögen es. Gut, dann Bemalungs- und Markierungsvarianten. Ja, die sind alle mehr oder weniger grün und unbekannte Einheit. Alles 1940 in Frankreich. 3 Versionen insgesamt. Unterscheiden sich nur durch die
ja, Abziehbilder. Dem Bausatz liegt auch so eine Pinzette bei. Das sieht man hier auf der Schachtel. Eigentlich keine schlechte Dreingabe. Ich finde nur, die öffnet zu weit. Die müsste ja ein bisschen enger sein. Vielleicht kann ich da ein bisschen rumbiegen. Also es ist wirklich jetzt keine Qualitätspinzette, aber kann man sicherlich brauchen auf die eine oder andere Art. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Gießäste an. Ich bin jetzt mit dem Originalfahrzeug nicht so vertraut, deswegen kann ich jetzt über die Vorbildgetreue nicht viel sagen, aber über die Fertigungsqualität sehr wohl. Und ja, das ist typisch Tamiya alles. Sehr schöne Details. Ja, Oberflächenstruktur ist ein bisschen glatt, aber da kann man sicherlich mit ein bisschen Mr. Surfacer nachhelfen. Ja, auch sehr fragile Teile und sollte sich auch relativ einfach zusammenbauen lassen, wie man das von Tamiya auch so kennt. Ja, ein paar Auswurfmarken hat's, aber hauptsächlich auf den Innenseiten. Ich kann jetzt hier außen eigentlich nichts erkennen. Der Gießast liegt zweimal bei und enthält Fahrwerksteile und Ketten und auch diese Visiere für die Panzerkuppel. Und hier sieht man auch schön, wie der Durchhang von der Kette schon vorhanden ist. Muss man bloß ein bisschen aufpassen beim Zusammenbau, dass es auch genau so aufgeht. Ja, aber auch hier schöne Details und auch keine Fischhäute in Sicht. Ketten haben wir auch auf der Innenseite schöne Details und keine Auswerfmarken. Das ist oft immer so ein Manko, das man bei anderen Herstellern sieht. Dann kommen wir mal zum Anhänger. Der ist eigentlich auch relativ einfach, obwohl er komplex aussieht. Das hat Tamiya eigentlich ganz gut gelöst. Es sind eigentlich wenig Teile und bei denen ihre Fertigungsqualität sicherlich was sich fast von alleine baut. Ja, dann noch zwei identische Gießäste für auch das Kettenfahrwerk hinten. Und auch hier wieder ist der Durchhang schon vorhanden. Ja, sehr schöne filigrane Ketten. Sollten super aussehen. Die Laufrollen werden dann hier an diesen Polycaps aufgehängt oder gesteckt. Das finde ich immer ein sehr gutes System, weil man das gut abnehmen kann und dann wieder separat lackieren kann, wenn man will. Also das ist eine sehr gute Steckverbindung. Hier dann auch die Gießäste mit den Figuren und der ganzen Zuladung. Ja, Tamiya-Figuren. Naja, bin da immer nicht so happy. Mir gefallen die irgendwie nicht so. Vor allem die Gesichter sind ein bisschen übertrieben. Aber für Franzosen gibt es halt nicht so viel Alternativen. Da hat wenigstens Tamiya ein paar im Programm. Und von Dragon gibt es auch noch ein Set, glaube ich. Ein paar so Holzkisten, Treibstofffässer. Ja, das ist sehr brauchbar und ich finde auch gut, dass das schon mit dabei ist, weil irgendwas muss ja in den Anhänger auch rein, wenn man das realistisch machen will. Wir haben die Holzstruktur, ist eigentlich ganz schön wiedergegeben an den Kisten. Ich finde es immer eigenartig, dass Tamiya den Franzosen immer so einen verzweifelten Gesichtsausdruck gibt, aber ja, ich schätze mal, da gibt es auch ein paar Referenzfotos dazu. Der Gießast ist genau dasselbe. Damit man eben auch zwei Besatzungsmitglieder hat und genügend Gerödel.
Aber die beiden stehenden Figuren sind nur jeweils einmal vorhanden, was ja auch völlig ausreicht. Die Abziehbilder sind, ja, wie man das von Tamiya sonst auch kennt, sauber gedruckt, aber ein bisschen dick. Das ist schade. Ansonsten, ja, eher spärlich. Die Fahrzeuge sind alle auch grün und haben dann eine unterschiedliche Markierungsnummern. Aber so ist es halt. Wenn das Vorbildfahrzeug nicht mehr hergibt, ja, kann man nichts machen. Alles in allem ein typischer Tamiya-Bausatz, grundsolide, clever, ja, sozusagen entworfen, damit man das gut zusammenbauen kann und natürlich ein hochgradig interessantes und ungewöhnliches Fahrzeug mit diesem Anhänger vor allem. Sehr schön. Cool auch, dass ein paar Ausrüstungsteile dabei sind und auch 4 Figuren. Das ist eigentlich was man auch nicht alle Tage sieht. Also bin durchaus zufrieden. Ist auf alle Fälle kein Fehlkauf. Habe den Bausatz für 36 € gekauft. Ich weiß nicht, ob das teuer oder billig ist in dem Fall. Für mich allerdings akzeptabel. Tamiya ist ja grundsätzlich relativ teuer. Da sind 36 € jetzt vergleichsweise okay, finde ich. Definitiv auch was für Anfänger. Die Ketten sollten einen nicht zur Verzweiflung bringen. Sind sehr anwenderfreundlich gestaltet, so wie eben auch der ganze Rest. Und wenn man möchte, man hat hier eigentlich schon alles vorhanden, um später mal ein Diorama zu bauen. Die Pinzette, die beiliegt, ja, coole Dreingabe. Ich denke aber, die ist relativ lausig, ist meine Meinung. Ich bevorzuge welche, die ein bisschen enger schließen. Wenn man das sich hier anschaut, die ist ein bisschen enger. Das ist die, wo dabei war. Aber das ist eine persönliche Vorliebe. Okay, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamil Kabakas.